mit diesen weihnachtlichen Eindrücken in der Sommerzeit stellen wir euch, liebe TU Dresden Community, die Gewinnerin des Preis Internationalisierung 2020 vor. Ich freue mich heute mit Bernd, Cordula und Anja zusammen über die traditionsreiche Christmas Tram zu reden, deren Geschichte, schönste Momente oder auch Herausforderungen aus dem vergangenen Pandemiejahr. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Danke. Ja, der Name bei euch ist ja bereits Programm und wir haben viele visuelle Eindrücke hier erhalten. Ihr seid seit ungefähr 13 Jahren gemeinsam dabei, international Weihnachten zu feiern. Aber für diejenigen, die jetzt neu in der TU Dresden sind oder auch in Deutschland, wie darf man sich so einen internationalen im gelben Bummelzug durch Dresden mit Punsch und Plätzchen vorstellen? Ja, also im Prinzip besteht diese Veranstaltung aus 2 Teilen. Wir haben zuerst diese Bahnfahrt in unserer sehr weihnachtlich geschmückten Weihnachtsstraßenbahn. Mit dieser fahren wir dann durch die Stadt. Und schon in der Bahn gibt es ein kleines Kulturprogramm. Wir hatten in den letzten Jahren zum Beispiel Zauberer dabei, die dann die Studierenden verzaubert haben, sozusagen. Oder auch ein Chor, da haben dann die Studenten zusammen mit diesem Chor Weihnachtslieder gesungen. Oft haben wir auch eine kleine Stadtführung. Also das ist schon so ein Programmpunkt für sich, so diese Straßenbahnfahrt. Die Leute können sich da kennenlernen, kommen in Kontakt ganz locker. Und das Herzstück unserer Veranstaltung ist dann aber die Vermittlung der Weihnachtspatenschaften. Und das passiert dann nochmal woanders. Die Straßenbahn hält dann also nochmal an. Und in den letzten Jahren konnten wir die Räume des Straßenbahnmuseums dafür nutzen. Das war immer sehr schön. Da hat die Bahn angehalten. Davor hat der Posaunenchor uns mit Weihnachtsliedern empfangen. Und im Straßenbahnmuseum gab es dann ein kleines Kulturprogramm. Es haben auch dort Bands gespielt und es gab ein wunderbares Buffet. Da konnte sich erstmal jeder satt essen und ja, trinken natürlich auch. Es gab Tee und Glühwein. Und in diesen Räumen können die Studierenden sich dann in die Patenschaften eintragen. Also es gibt mehrere Patenangebote, die haben wir schon vorher eingeholt. Und die wurden auch während der Straßenbahnfahrt schon in den Bildschirmen immer gezeigt. Das heißt, jeder hatte schon genug Zeit, sich das auch mal anzugucken, zu überlegen, ach, was interessiert mich, wann habe ich da Zeit. Und in dem Museum haben sich die Leute dann für ein Angebot angemeldet. Wir haben das dann einfach verknüpft oder wir haben dann sozusagen die Paten und die Patenkinder, sage ich jetzt mal, zusammengebracht, so dass sie nach der Veranstaltung dann einfach Kontakt aufnehmen können oder konnten und sich dann einfach irgendwann im Dezember oder auch im Januar getroffen haben zu einer Veranstaltung. Ja, und dann zuckelt die Straßenbahn gemütlich wieder durch Dresden zurück. Wir bringen die Leute natürlich wieder nach Hause an entweder den Startpunkt oder können auch an Wohnheim, wenn das geht. Wenn da Straßenbahnschienen sind, können wir dort auch anhalten. Und am Ende wird die Bahn dann von vielen fleißigen Händen noch geputzt. Das ist immer ein doch recht aufregender Job am Ende, der aber eigentlich auch Spaß macht, weil die muss ja dann am nächsten Tag wieder ohne Glitzer und Kugeln und Tannenzweige ganz normal durch Dresden fahren. Und da haben uns auch schon oft Teilnehmer dann am Ende noch dabei geholfen. Das war eigentlich auch wirklich nochmal fast ein 3. Teil der Veranstaltung, könnte man sagen. Ja, Wahnsinn. Ja. Also wie man schon hört, besteht jetzt nicht nur aus der Christmas Tram Fahrt an sich, sondern auch dieses Matching der Studierenden, der Posaunenchor, all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Anja. Das verlangt ja ganz schön viele Leute, die im Hintergrund dafür arbeiten. Und ihr seid alle ehrenamtlich tätig. Ihr werdet unterstützt von einer Vielzahl an Förderern. Vielleicht nochmal so, was war die ursprüngliche Ausgangslage und wie hat sich diese Motivation seit diesen vielen Jahren gehalten oder vielleicht sogar noch intensiviert? Ja, also angefangen hat das Ganze mit einer spontanen Idee meiner damals zu betreuenden Mentee. Ich bin Mentor bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und mir. Sie war Stipendiatin, hat mir so ein bisschen was geschildert aus ihrem Hochschulalltag. Aus ihrer Schilderung kam heraus, dass zu Weihnachten sich die Wohnheime stark leeren, aber immer ein paar Studenten in den Wohnheimen bleiben, weil sie einfach gar nicht die Möglichkeit haben, nach Hause zu fahren. Also weil es zu weit weg ist, weil es zu teuer ist, weil die Weihnachten gar nicht kennen, etc. Und die sind dann quasi unter sich
beziehungsweise halt so ein bisschen allein. Und das war der Ursprungsgedanke, wo wir gesagt haben, okay, wie kriegen wir die denn mit Dresdnern zusammen, dass sie über diese Weihnachtsfeiertage nicht gänzlich allein sind. Das war also der Ursprungsgedanke. Und zur damaligen Zeit, also 2008, hatte ich mal gehört, da gab es mal so eine Partystraßenbahn, die auch von der Uni genutzt wurde. Und da habe ich dann einfach bei der DVB mal angebracht, ob das möglich wäre, dass die uns das zur Verfügung stellen. Und dann haben sie relativ schnell zugesagt. Und dann war auch die erste Veranstaltung tatsächlich nur die Straßenbahnfahrt. Was aber eben dazu führte, was wir da nicht auf dem Schirm hatten, dass nach einer halben Stunde der Erste nach einer Toilette fragt, die wir natürlich nicht bieten konnten. Und seitdem war eben klar, dass eben die Straßenbahnfahrt ein Teil sein wird in der Straßenbahn. Und von der Akustik her hat es ungefähr die, weiß nicht, 3 Sitzreihen in beide Richtungen gereicht. Und die dahinter gesessen haben, haben da wirklich nicht viel davon mitbekommen. Also das sind sozusagen Entwicklungen, die wir jedes Jahr gemacht haben. Wir haben jedes Jahr wieder Neues dazugelernt, wo wir gesagt haben, okay, nächstes Jahr müssen wir das ein bisschen anders machen und besser machen. Und so hat sich halt die Xmas-Tram über die Jahre entwickelt. Super, danke Bert für die Einblicke. Der Slogan, damit Weihnachten niemand alleine feiern muss, so wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, der wurde ja letztes Jahr ganz schön herausgefordert durch die Pandemie und vor allem die Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie. Wie habt ihr wart ja nicht alleine, es gab ja auch verschiedene andere Vereine und Initiativen, die ähnliche Probleme hatten. Wie habt ihr dieses Kapitel der langjährigen entwickelten Vereinsgeschichte denn erlebt oder wahrgenommen? Ja, also da würde ich mal was dazu sagen. Du hast es eigentlich gerade schon gut angesprochen, ne? Also einerseits haben wir irgendwie alle in einer Art von Homeoffice oder Quarantäne, Selbstisolation sitzen müssen und haben uns eigentlich gedacht, es muss eigentlich faktisch jeder Weihnachten allein feiern. Aber andererseits waren wir eben auch alle in dieser Situation irgendwie. Und aus diesem Gedanken heraus haben wir uns eigentlich gedacht, wir können das jetzt deshalb nicht einfach dieses Jahr völlig fallen lassen, sondern wir wollen trotzdem versuchen, irgendwas zu machen. Was aber natürlich wirklich schwierig war, war, dass wir dann an die Leute überhaupt rangekommen sind, ne? Weil wir uns ja was einfallen lassen mussten, wie die überhaupt davon hören, weil wir nicht einfach so in die Uni laufen konnten und dann da auch mal jemanden ansprechen konnten und uns mit Werbeflyern hinstellen könnten. Und dann haben wir uns aber einfach jede Woche wirklich ganz schön diszipliniert für einen Ehrenamtsverein getroffen und haben Videokonferenzen gemacht und haben uns dann halt einfach gedacht, gut, dann machen wir das halt online, weil der Gedanke ja, der Ursprungsgedanke ja eigentlich wirklich auf die Leute abzielt, die Weihnachten mit niemandem feiern können und vor allem aus dem Ausland kommen. Aber in diesem Jahr mit Corona war es dann eben so, dass fast jeder an dieser Stelle war, dass er eigentlich alleine war. Und damit hat es das Ganze natürlich nur noch mal wesentlich mehr unterstützt, dass wir das unbedingt weiterführen wollen. Ich danke euch für die Zeit, die ihr heute hier wart, für die Antworten, die Fragen vorzustellen. Ich danke euch aber vor allem für das Engagement an der Uni, für die Internationalisierung, das nebenberuflich zu machen. Und gratuliere euch nochmal zum Preis Internationalisierung 2020. Dankeschön. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ganz viele weitere Teilnehmer und hoffen, dass die Idee noch möglichst viele auch wieder in Präsenz begeistern kann.